Max, so jetzt sind wir wieder bei deinen Kälbergruppen und du fütterst mit dem Tränkeautomaten. Hast du vorher auch schon gemacht? Auch als alle Leute aufs Milchtaxi jetzt umgestiegen sind, bist du beim Tränkeautomaten jetzt geblieben. Warum Tränkeautomaten? Der Hauptgrund für mich erstmal war, dass die Kälber individuell getränkt werden, vor allem, dass sie individuell abgetränkt werden. Ja. Und dass ich zum Beispiel, wenn ich eine hier von Alter her unhomogene Gruppe mit vielleicht 1-2 Wochen Altersunterschied habe, dass dann jedes Kalb sozusagen, also auch mit 10 Wochen, 5 Tage bei mir auch abgetränkt ist. Ja. Und nicht der eine kriegt vielleicht nur 10 Wochen, der andere kriegt 12 Wochen Milch. Und dass die dann nachher komplett also unterschiedlich viel Milchpulver verbrauchen. Ja. Und dass ich auch meinen Verbrauch dann irgendwo in Grenzen halte. Okay, ja, sehr gut. Okay, ja, erklär doch mal, was für ein Futterprogramm fährst du hier? Ich fahr kein Ad libitum, sondern tatsächlich eine sehr intensive, begrenzte Tränke. Ach Gott, hier ist es gar nicht. Muss ich erstmal im Headset reinchecken. So. Fütterung, Gruppeneinstellungen, Tagesmenü. Genau. Wir füttern den 10 Liter hier am Tag. Ja. Das über hier bis zur 8. Woche komplett durch bei 15% Trockensubstanz. Und dann ab der 8. Woche tränken wir quasi in so einer geraden Kurve ab, bis sie 75 Tage alt sind. Und dann machen wir quasi, dann kriegen sie keine Milch mehr. Ja, okay. Ja, ist schon eine relativ einfache Kurve, weil jedes Kalb kriegt quasi individuell seine Mischung dann verteilt. Falls wir mal tatsächlich welche haben, die aus irgendwelchen Gründen sehr klein sind, dann stellen wir die nochmal ein, dass sie etwas länger gefüttert werden. Ja, Aber das kommt eigentlich nicht so oft vor. Ja. Okay, gut, der Tränkeautomat, der Calf-Expert, ist jetzt ein paar Monate hier schon bei dir, noch nicht so schrecklich lange. Vorher hattest du einen anderen Automaten. Warum jetzt der Umstieg auf den Calf-Expert? Das eine war, dass der andere Automat schlicht und ergreifend in die Jahre gekommen sind. Ja. Der war einfach nicht mehr Stand der Technik. Ja. Gerade was die Gesundheitsüberwachung anging, auch gerade was die Hygiene in der Box anging. Also zum Beispiel solche Sachen wie, dass der Nuckel immer abgespült wird, dass er auch die Oberfläche sauber hält, das hat da komplett gefehlt. Genau. Und der war auch ziemlich unübersichtlich, gerade für Mitarbeitende, wenn sie da nicht intensiv drin eingewiesen sind, konnten sie nicht herausfinden, welches Kalb da gerade krank sind. Dann mussten sie die ganzen Listen einzeln durchgehen. Und das fällt jetzt hier einfacher? Das ist viel einfacher. Hier habe ich quasi eine Taste, da kann ich einmal alle auffälligen Kälber sehen. Hier sind jetzt natürlich ein paar drauf, weil ich gerade frisch Kälber reingeschmissen habe. Ja, genau. Die das natürlich noch nicht verstanden haben. Aber da musste ich noch einmal raufklicken, dann weiß ich sofort, aha, bei den Kälbern ist Alarm. Da muss ich einmal noch mal raufgucken, was mit denen nicht stimmt. Ja, genau. Wie lange brauchen die Kälber ungefähr, bis sie sich an den Tränkeautomaten gewöhnt haben? Das geht hier tatsächlich deutlich schneller. Das habe ich am Anfang tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber ich muss sie teilweise nur einmal reinschieben oder maximal zweimal, dann haben sie es in der Regel schon verstanden. Ja, genau, okay. Beim Älteren war es leider so, dass wir doch etwas länger brauchten, bis wir es kapiert haben. Okay. Da hat das gerne noch mal eine halbe Woche gedauert. Ja. Okay, gut. Was hat dich am meisten überrascht beim Calf-Expert, als du dich jetzt so langsam mit der Technik betraut gemacht hast? Gibt es irgendwelche Besonderheiten, wo du sagst, Mensch, das hätte ich so nicht erwartet, dass die neue Tränketechnik das kann? Vielleicht nicht zwingend vom Automaten selbst, sondern von der Station, dass die Kälber das so schnell verstehen. Ja. Also du schiebst sie rein und sie fangen zu 80% schon von selber an zu nuckeln. Ja. Oder sind relativ schnell am Nuckel dran und ranzuführen. Das hatte ich so bei anderen Automaten noch nicht gehabt. Ja, okay. Also das war eine deutliche Arbeitserleichterung, weil das Anlernen ist doch immer die Hauptarbeit beim Automaten. Ja, genau. Beschreib mal so die Arbeit, wenn du am Tränkeautomaten dann jetzt arbeitest, dir die Kälber anschaust, welche Arbeitsschritte machst du, welche Kontrollschritte machst du hier am Automaten? Genau, zweimal am Tag, also wenn wir auch die anderen füttern, während die Milch hochheizt, gehe ich hier einmal hin. Dann das erste ist natürlich immer, dass ich nachgucke, ob er noch genügend Milchpulver hat. Oh ja, da müssen wir noch was nachfüllen, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Okay. Das Schöne übrigens ist, das sieht man auch da oben an der Ampel, wenn der Automat offen ist,
Dann schaltet er in einen Modus, dass er nicht weiter füttert. Das hat mit der Arbeitssicherheit zu tun, dass der Automat nicht gerade anmischt, während da zum Beispiel jemand die Hand drin hat. Wenn ihr zum Beispiel sieht, aha, keine Ahnung, ist nasses Milchpulver reingekommen, das klebt ein bisschen, das kratzt sich mal frei. Oh, dann fängt er an und läuft sozusagen los und dann ist da vielleicht die Hand zwischen. Das wird dadurch quasi ausgeschlossen. Ja. Und das nächste Schöne beim Automaten ist, wenn ich mich nicht täusche, die niedrigste Einführhöhe auf dem Markt. Da müsstest du ja eigentlich besser Bescheid wissen. Ja, das ist so, ja, das stimmt. Wir haben ja auch gerade kleinere Mitarbeiter. Für die ist das doch, oder Mitarbeiterinnen, für die ist das doch sehr schön. Ja. Oh. So, und was man eben sehen konnte, ne, wir konnten einen ganzen Sack Milchpulver reinfüllen, obwohl der Behälter noch halb voll war. Also wir können ja eigentlich 2 Sack Milchpulver hier bevorraten. 50 Kilogramm. Ja, super. Das war uns auch wichtig, weil hier werden 4 Boxen, also Gruppenboxen, getränkt über eine Station. Und da muss ich auch einen entsprechenden Vorrat haben. Ja, genau. Und gerade wenn ich weiß, aha, ich will abends vielleicht auch sogar rechtzeitig los, kann ich ihn sogar ein bisschen schon auf Vorrat füllen. Dann muss ich danach nicht schon so zwingend gucken. Ja. Kann ich vorher schon im Make-Stand auf dem Handy gucken, ob Kälber krank sind. Ja, okay. Ja, guter Hinweis. Er schickt seine Daten auch an die Calf-Guide-App. Welche Informationen suchst du dir dann auf dem Handy aus? Was sind da so die wichtigen Indikatoren? Also auf dem Handy für mich das Wichtigste ist einmal die Gesundheitsliste. Gerade wenn ich nicht hier bin oder wenn hier ich zum Beispiel schon vorher im Melkstand einmal gucken will, ich zum Beispiel auf eine Ablösung warte und nach zum Kälber füttern soll, kann ich direkt gucken, ist ein Kalb krank? Ja. Dann weiß ich schon direkt, nach dem muss ich gucken. Oder ich kann Mitarbeiter schon darauf hinweisen, wenn ich nicht da bin. Und das nächste, wann ich die Calf-Guide-App oft benutze, ist tatsächlich, wenn ich in den Stationen bin und weiß, aha, das Kalb hat es doch noch nicht so richtig kapiert, kann ich denen direkt mehr Milch zuweisen, weil der kriegt ja sonst nur 2,5 Liter pro Fütterung. Und wenn ich möchte den ja nicht 5-mal am Tag reinschieben. Nee, genau. Dann möchte ich, dass er einmal seine 4 Liter bekommt. Und das kann ich ihm direkt übers Handy zuweisen. Ja. Muss ich nicht nochmal extra zum Automaten laufen. Ja, guck, sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben ja gerade gesehen, da sind noch ein paar Kälber anzulernen. Vielleicht machen wir das einfach mal. Ja. Ich muss mir nur einmal die Nummern gucken. Ja, die Nummern sind? Warte mal, nee, das war nee. Das war zu ihm. Die 35 fehlt noch. Und die 32. Ah, okay. Wir haben hier diese schönen Stangen, die kann man einmal rausnehmen. Das ist auch praktisch. Ja. Also du hast hier direkt einen Schlupf, damit man ohne Probleme durchgehen kann. Genau. Ja, super. Dafür haben wir uns entschieden, wir hatten vorher ja diese einfachen Türen. Ja. Da war aber oft das Problem, dass die doch vergessen wurden, richtig zuzuhaken. Ah ja, okay. Und dann haben wir nachher ausgebrochene Kälber gehabt. Das ist hier noch nicht passiert. Nee, super. 35 und? 32. 32. Das ist, glaube ich, der kleine Schwarze da, der schon auf uns wartet. Ah. Komm. Ah, da war der eine schneller. Nee, du brauchst noch nicht. Nur. Nein. Man jetzt schon sieht gleich, wenn er auch mal drin kommt, na, erstmal ein bisschen schnuppern, das kennen wir doch. Ah. Weil der Aufbau ist ähnlich wie beim Euter. Das war ein fast neues Kalb oder ein Kalb, das das noch nie gesehen hat, direkt kapiert. Das haben wir bei vergleichbaren Automaten nie gehabt. Ja. Also Max, ich finde auch, wenn du sagst, dass du ein bisschen Probleme mit Blauzunge gehabt hast, deine Kälber sehen fantastisch aus. Ja? Okay. Und ja, ich freue mich, dass wir hier sein durften und du uns deinen neuen Kälberstall erklärt hast. Vielen Dank. Gerne.